Hallo und herzlich willkommen auf meinem YouTube-Kanal Sprachcoco Deutsch lernen. Auf meinem Kanal könnt ihr Deutsch lernen. Und nicht nur das, ihr könnt auch einen Deutschkurs mit mir buchen, indem ihr meine Online-Schule besucht auf sprachcoco.com. Einen Link findet ihr hier oben oder in der Videobeschreibung. In diesem Video geht es um den deutschen Wortschatz. Genauer gesagt geht es darum, wie ihr euren Wortschatz erweitern könnt. Wir sehen uns das Adverb sehr an, was ja bedeutet in hohem Maße. Man gebraucht es, um etwas zu intensivieren, so wie zum Beispiel in dem Satz: Dieses Video ist sehr wichtig oder draußen ist es sehr kalt. Aber brauchen wir das Adverb sehr in diesen Situationen überhaupt oder gibt es Alternativen? Und genau darum geht es in diesem Video. Wir sehen uns 14 Alternativen für das Adverb sehr an. Und nach einem kurzen Intro legen wir los. Sprachcoco Deutsch lernen. Schön, dass ihr dran geblieben seid. Denn jetzt zeige ich euch 14 Alternativen für das Adverb sehr. Bitte beachtet, dass es sich nur um eine Auswahl handelt und nicht um alle Alternativen für das Adverb sehr. Wenn ihr dazu nähere Informationen sucht, dann schaut doch mal in der Videobeschreibung. Auch dazu gibt es natürlich einen Link für euch zum Weiterlernen. Bevor wir loslegen, bitte ich euch darum, einen Stift bereit zu halten und ein Blatt Papier oder eine Karteikarte, damit ihr euch diese Alternativen jetzt schon aufschreibt, um noch effektiver Deutsch zu lernen. Und wir beginnen nun mit den ersten Beispielsätzen. Die ersten Sätze lauten: Das Ziel ist sehr nah. Oder denkt an einen Bergsteiger, der einen Gipfel erklimmen möchte. Dann könnte es einen Satz geben wie: Der Gipfel ist sehr nah. Ich kann ihn schon sehen. In diesen Beispielen könnt ihr Folgendes sagen: Das Ziel ist greifbar nah oder der Gipfel ist greifbar nah. Greifbar. Sehen wir uns das nächste Beispiel an. Der Fußballtrainer arbeitet sehr genau. Oder das neue Gebäude wurde sehr genau geplant. Bis ins kleinste Detail. Was kann man hier alternativ nutzen? Seht euch mal diese Beispiele an. Der Fußballtrainer arbeitet akribisch genau. Und das neue Gebäude wurde akribisch genau geplant. Auch hier bitte aufschreiben: Statt sehr genau arbeiten zum Beispiel, könntet ihr sagen akribisch genau arbeiten. Sehen wir uns jetzt die nächsten Beispielsätze an. Die Sicherheit der Arbeitnehmer ist sehr wichtig. Oder der Datenschutz ist sehr wichtig. Das habt ihr bestimmt auch schon mitbekommen. Alternativen dazu: Die Sicherheit der Arbeitnehmer ist außerordentlich wichtig. Oder der Datenschutz ist außerordentlich wichtig. Sehen wir uns das nächste Beispiel an. Die Benzinpreise sind sehr hoch. Oder auch die Energiepreise. Und alternativ: Meine Handyrechnung ist sehr hoch. Was können wir nun statt sehr nutzen? Hier können wir astronomisch einfügen. Seht euch nun die Sätze an. Die Benzinpreise sind astronomisch hoch. Oder meine Handyrechnung ist astronomisch hoch. Wie soll ich das denn bezahlen? Sehen wir uns die nächsten Beispielsätze an. Der Junge ist sehr begabt. Oder unter Autisten gibt es viele sehr begabte Menschen. Hier können wir statt sehr hoch nutzen. Dann lauten die Beispiele: Der Junge ist hochbegabt. Oder unter Autisten gibt es viele hochbegabte Menschen. Also statt sehr begabt sein, könnt ihr sagen hochbegabt sein. Sehen wir uns die nächsten Beispielsätze an. Die Beispiele lauten: Sein Verhalten war sehr fahrlässig. Oder das sehr fahrlässige Verhalten führte zu einem Unfall. Alternativ dazu könnte man sagen grob fahrlässig. Auch diese Sätze sehen wir uns ganz kurz an. Sein Verhalten war grob fahrlässig. Oder das grob fahrlässige Verhalten führte zu einem Unfall. Statt sehr fahrlässig könnte man sagen grob fahrlässig. Handeln zum Beispiel. Sehen wir uns nun das nächste Beispiel an. Er ist sehr verliebt.
Oder Mareike ist immer noch sehr in ihren Mitbewohner verliebt. Statt sehr verliebt sein könnte man sagen hoffnungslos verliebt sein. Dann lauten die Sätze, er ist hoffnungslos verliebt. Oder Mareike ist immer noch hoffnungslos in ihren Mitbewohner verliebt. Aber man sollte die Hoffnung natürlich nie aufgeben. Sehen wir uns das nächste Beispiel an. Sie war sehr begeistert von meiner Idee. Und die Zuschauer waren sehr begeistert von der Show. Statt sehr begeistert sein könnte man sagen hellauf begeistert sein. Dann lauten die Sätze, sie war hellauf begeistert von meiner Idee. Und die Zuschauer waren hellauf begeistert von der Show. Sehen wir uns die nächste Alternative an. Die Anerkennung hat er sich sehr verdient. Oder die Mannschaft hat den Titelgewinn sehr verdient. Auch hier gibt es eine Alternative. Statt sehr verdienen könnte man sagen redlich verdienen. Dann lauten die Sätze, die Anerkennung hat er sich redlich verdient. Und die Mannschaft hat den Titelgewinn redlich verdient. Sehen wir uns nun weitere Alternativen für das Adverb sehr an. Auch dazu noch weitere Beispielsätze. Der Trainer ist sehr von einem Erfolg überzeugt. Oder wir sind sehr von dem Projekt überzeugt. Auch hier gibt es Alternativen. Ihr könntet nun sagen, der Trainer ist felsenfest von einem Erfolg überzeugt. Oder wir sind felsenfest von dem Projekt überzeugt. Das bedeutet, ihr könnt statt sehr überzeugt sein sagen, felsenfest überzeugt sein von. Sehen wir uns die nächsten Alternativen für sehr an. Nach dem erfolgreichen Abschluss war sie sehr glücklich. Und nach der Geburt des Kindes waren die Eltern sehr glücklich. Das könnt ihr euch sicherlich vorstellen. Hier lauten die Alternativen: Nach dem Abschluss war sie überglücklich. Oder nach der Geburt des Kindes waren die Eltern überglücklich. Also, statt sehr glücklich sein, könnt ihr sagen überglücklich sein. Sehen wir uns weitere Alternativen an. Er war sehr enttäuscht von dem Verhalten seines Freundes. Oder sie war sehr enttäuscht von der Nachricht. Statt sehr enttäuscht sein könnte man sagen zutiefst enttäuscht sein. Dann lauten die Sätze, er war zutiefst enttäuscht von dem Verhalten seines Freundes. Oder sie war zutiefst enttäuscht von der Nachricht. Sehen wir uns weitere Beispielsätze an. Es lastet ein sehr hoher Druck auf den Schultern des Trainers. Oder die Temperaturen in dieser Region sind sehr hoch. Statt sehr hoch sein könnte man sagen extrem hoch sein. Dann lauten die Beispielsätze, es lastet ein extrem hoher Druck auf den Schultern des Trainers und die Temperaturen in dieser Region sind extrem hoch. Statt sehr hoch sein könnt ihr also sagen extrem hoch sein. Und kommen wir nun zu dem letzten Beispiel des Videos, zu der letzten Alternative für das Adverb sehr. In der Schule hatte Anna eine sehr schwierige Zeit. Und die Aufgabe ist sehr schwierig, aber nicht unmöglich. Statt sehr schwierig sein könntet ihr sagen äußerst schwierig sein. Dann lauten die Beispiele: In der Schule hatte Anna eine äußerst schwierige Zeit. Und die Aufgabe ist äußerst schwierig, aber nicht unmöglich. Das war die letzte Alternative für das Adverb sehr in diesem Video. Es gibt natürlich noch weitere Alternativen, wie zu Beginn des Videos bereits angekündigt. Wenn euch weitere Alternativen einfallen, schreibt diese bitte in die Kommentare des Videos, sodass wir ganz viele Alternativen sammeln können und andere Deutschlernerinnen und Deutschlerner davon profitieren. Und solltet ihr Interesse an einem Deutschkurs haben mit mir, um zum Beispiel eure Grammatikkenntnisse zu vertiefen, zu wiederholen oder auch euren Wortschatz im Rahmen eines Konversationskurses zu erweitern, dann besucht bitte meine Online-Schule auf www.sprachkuko.com. Einen Link findet ihr hier oben und in der Videobeschreibung. Bitte besucht sie, dann sehen wir uns schon bald.
Und sollte euch dieses Video gefallen haben, würde ich mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und einen netten Kommentar freuen. Und ich freue mich wie immer auf jedes weitere Video für und mit euch und sage wie immer Tschüss und bis zum nächsten Mal. Ciao zusammen.